Guten Morgen, liebe Scuderia-Freunde. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Es geht heute nochmal um die T-Bag von Sea & Sand. Habe ich euch schon mal vorgestellt. Heute mal ein kleiner Erfahrungsbericht. Ich habe die Tasche jetzt in etwa ein Jahr und wollte euch kurz mal so ein bisschen meine Erfahrung mit der Tasche mitteilen. Ihr seht schon da drüben, es gibt jetzt natürlich mehrere Varianten. Das ist der Silver Surfer, die silbergraue. Und jetzt bei dieser GTS, bei der Touring in silbergrau, sieht es natürlich irre aus. Ne? Passt ganz, ganz toll. Ich fand bei mir jetzt die schwarze ganz gut und werde euch jetzt noch mal vielleicht kurz die Funktionen erklären, für die, die das Video noch nicht gesehen haben, mein letztes. So, ich zeige euch jetzt noch mal schnell die Funktionen. Abzumachen ist die Tasche sehr, sehr einfach mit diesen beiden Loksverschlüssen. Man kann, das habe ich jetzt nicht gemacht, man kann einen weiteren Gurt, der sich hier unten befindet, den habe ich jetzt abgemacht, noch nutzen, um die Tasche an einem dritten Punkt, nämlich hier vorne an der Sitzbank, auch noch zu befestigen. Also wir haben eine sogenannte 3-Punkt-Befestigung mit diesem Riemen dann einfach unter der Sitzbank durch einfädeln und mit dem Klettverschluss befestigen und dann hält das Ganze noch sicherer. Ich nutze meistens nur, weil es halt fürs Einkaufen ist, schnell hier oben die beiden. Die werden eingehakt, reingeklickt in die Anschlüsse hier oben. Die zeige ich euch auch gleich nochmal. Die Kugelanschlüsse von den Loksverschlüssen. Also ganz, ganz schneller Anschluss. So, dann haben wir hier hinten, wenn wir hier aufmachen, Gurte. Da können wir dann die Befestigungsgurte wieder reinstecken. Das heißt, wenn wir jetzt die Tasche mit unseren Einkäufen oder dem Sportzeug gefüllt haben, können wir einfach hier hinten die Gurte rausmachen und schon haben wir einen Rucksack. Weil irgendwie muss man die Tasche ja auch tragen. Der hier ist, wenn man da wirklich jetzt mal so 8 Liter Flaschen drin hat und einen kompletten Einkauf, ist das hiermit jetzt nicht so gut zum Tragen. Und dann macht man einfach das Ganze sich als Rucksack und hat einen wunderbaren Rucksack. Genauso beim Sport, einfach überschultern und man hat einen wunderschönen Rucksack zum Tragen. Die kann man auch draußen lassen und die Tasche dann ranstellen. Ich mache sie meistens rein. Das wäre so die erste Funktion, also Tragefähigkeit über einen Schultergurt. Der lässt sich auch wieder sehr schön hier dann verstauen. Einfach in die vorgesehenen Löcher reinstecken. Zack. Und schon haben wir hinten wieder eine plane Fläche. So, hier oben zeige ich euch nochmal, was oben alles ist. Oben haben wir einmal diesen Top-Reißverschluss. Den finde ich wirklich super praktisch. Das heißt, wenn ich jetzt drauf sitze und habe die Tasche hier in der Mitte positioniert, dann komme ich jederzeit hier oben an diese Tasche ran. Da packe ich dann mein Portemonnaie rein oder Schlüssel. Und das ist auch sehr, sehr gut mit Handschuhen zu bedienen. Wir haben hier hinten diese Verlängerung, diese Reißverschlussverlängerung mit noch solchen Gummigriffen dran. Lässt sich auch mit Handschuhen sehr, sehr gut öffnen. Und ein tolles Fach. Da passt also ein bisschen was rein, was man so ständig braucht. Das ist die Innenseite. Die ist jetzt hier rot. Und wir haben gleich hier oben in dem Bereich, wo man sofort rankommt, wenn man öffnet, ein Brillenfach. Auch sehr, sehr praktisch. Da könnt ihr eure Sonnenbrille, Fahrbrille, was auch immer reinpacken. So, und dann seht ihr jetzt mal, wie groß das Ganze ist. Hat ein Fassungsvolumen von 28 Litern. Da passt also wirklich richtig viel rein. Ist sehr, sehr gut verarbeitet. Also diese Tasche, und das ist jetzt mal wirklich ein Beispiel aus der Praxis, die wird sehr, sehr oft genutzt. Regelmäßig zum Sport, dann zum Einkaufen. Und wenn ihr euch die mal anguckt, da ist nichts. Da ist keine Naht aufgegangen. Und die wird wirklich belastet. Also ich packe da meine Getränke rein. Da ist nichts abgestoßen. Gut, man pflegt natürlich seine Sachen auch ein bisschen. Also ich schmeiße sie jetzt nicht durch die Gegend. Aber da ist wirklich alles in einem Top-Zustand. Auch die Loksverschlüsse, da ist nichts ausgeleiert. Die halten wunderbar. Die Riemen alle noch nach wie vor fest. Die Trageriemen fest. Also das nach einem Jahr, finde ich, gute Verarbeitung. Also da bin ich sehr, sehr zufrieden. Hier oben haben wir noch die Reißverschlüsse. Die sind gegen Wasser geschützt. Da sind solche Gummilippen außen drum, dass da keine Feuchtigkeit reinkommt. Auch von der Position ganz, ganz toll, dass es im Mitteltunnel steht. Früher habe ich da meinen Rucksack reingepackt. Ja, also ich bin mit der Tasche wirklich sehr, sehr zufrieden. Deshalb, seht ihr, haben wir sie auch gleich nochmal auf einem zweiten Roller drauf. Also haltbar, sehr, sehr gut. Dieses Cordura-Material ist sehr stabil. Auch die Positionierung hier am Schwerpunkt der Maschine ist sehr, sehr gut. Wenn die vollgeladen ist, ist der Schwerpunkt genau an der richtigen Stelle und ich komme nach wie vor an alles ran. Ich kann also tanken, kann die Sitzbank öffnen, es behindert nicht. Auch beim Fahren, das seht ihr in dem anderen Video, was ich gemacht habe, da habe ich noch einen kurzen Fahrtest gemacht, wie sich das Ganze bei der Fahrt verhält. Super sicher, durch die Befestigung hält es, da verrutscht nichts. Man kommt mit den Füßen auch noch wunderbar
daneben. Also so sieht das Ganze dann aus. Ich kann meine Füße ganz normal positionieren. Da behindert nichts. Also eine ganz, ganz tolle Tasche. Und jetzt als Erfahrungsbericht, sie hält. Da geht nichts kaputt. Und bei Taschen hat man es ja manchmal, wenn die belastet werden, irgendwann fallen die auseinander, die Nähte lösen sich. Und die ist wirklich stabil. Also die ist jetzt im Dauertest sozusagen gewesen und kann ich sehr empfehlen. Ja, das sind so meine Erfahrungen mit der T-Bag von Sea & Sand. Ich werde euch den Link mal unten in die Beschreibung reinmachen, falls ihr euch dafür interessiert. Also ganz, ganz tolle Tasche. Da drüben, das ist jetzt der Silver Surfer. Ich habe hier die schwarze. Es gibt noch eine weitere Variante. Und da ich mit der Tasche so zufrieden war, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir gleich noch eine zweite Tasche geholt. Und zwar in Rot. Einfach um ein bisschen Varianz noch zu haben. Und ich habe halt gemerkt, ich nutze die sehr, sehr viel. Also ich gehe regelmäßig zum Sport damit und gehe damit einkaufen. Und ich muss dann natürlich immer umpacken. Das heißt, Sportzeug raus, wieder freimachen für die Einkäufe. Und da dachte ich mir, okay, um das ein bisschen zu trennen, und ich finde diese Farbe auch ganz schick bei einer weißen Vespa, habe ich mir einfach eine zweite geholt. Die eine nutze ich für den Sport und die andere ausschließlich nur noch für Einkäufe. Und so muss ich nicht immer umpacken. Ja, jetzt habt ihr mal alle Farben gesehen. Die silberblaue, schwarze und die rote. Kleines Sneak Preview. Der Axel, der das Ganze macht, das ist eine kleine Firma in Deutschland. Der hat mir so ein kleines Sneak Preview gegeben. Es kommen noch zwei weitere Taschen. Und zwar eine Tasche, eine Special Limited Edition für die Notte. Und eine Tasche für die Say Journey. Also ihr solltet vielleicht mal auf der Seite schauen, wann die kommen, damit ihr da up to date seid. Bestimmt auch interessant. Die werden dann, ich weiß noch nicht genau, wie sie aussehen, aber sie werden irgendwie dann farblich abgestimmt sein auf diese beiden Modelle. Also eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ja, das war's für heute. Der Link ist unten in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben. Auch den Kanal abonnieren bitte nicht vergessen. Genießt das schöne Wetter, fahrt vorsichtig. Wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Bis dann.